Hallo und herzlich willkommen bei NFOS Tech TV, der digitalen Plattform der NFOS Tech 2025 hier in Nürnberg. Ich bin am Stand von Schöffel Tech zusammen mit dem Peter. Peter, servus Max, grüß dich. Alle Jahre wieder treffen Gott sei wir uns Dank. hier und wir freuen uns da zu sein. Wir schauen uns die neuesten Produkte für 2025 an und würde sagen, wir gehen direkt rein und Kein legen Problem. los. Also die Aufgabe für das Jahr 2025 war im Grunde genommen einen Einsatzanzug zu schaffen für Bereitschaftspolizisten oder auch für BFE-Einheiten. Die Schwierigkeit war festzulegen, wird die Körperschutzausstattung unter dem Anzug getragen oder auch über dem Anzug getragen. Wir haben einen Kompromiss gefunden, so dass man beide Möglichkeiten, beide Varianten mit diesem Anzug kombinieren kann. Dazu gehe ich mal ein bisschen ins Detail rein. Also wir haben im Grunde genommen uns vorgestellt, wie der Beamte am besten geschützt werden kann gegen Möglichkeiten pyrotechnischer Munition und Ähnlichem. All das, was in den Kragen fallen kann. Deswegen haben wir einen hochgeschlossenen Kragen hier in dem Bereich, der natürlich auch für Bartträger entsprechend ausgelegt ist, damit das nicht zieht und zippt. Für das gute Fingergefühl haben wir immer wieder hier eine Silikonschicht dran, um auch tatsächlich in der Haptik zu spüren, dass man hier das Ende erreicht hat. Wir haben einen Breacher-Hoodie mit eingearbeitet, der natürlich auch optional abgenommen werden kann über den Reißverschluss. Ein Breacher-Hoodie wird immer dann verwendet, wenn es darum geht, dass irgendwelche Materialien in den Bereich des Nacken oder im Hals eingebracht werden können von außen. Um das zu verhindern, wird der Breacher-Hoodie halt entweder unter dem Helm getragen oder über dem Helm, je nach entsprechendem Bedarf. Ein ganz großes Thema bei Feuer- oder flammenhemmender Bekleidung ist halt immer Temperatur. Um sicherstellen zu können, dass der Beamte nicht überhitzt, haben wir halt Belüftung im oberen Bereich geschaffen, die mit einem entsprechenden Meshgewebe ausgestattet ist, so dass der Wärmeaustausch stattfinden kann. Das ist deswegen wichtig, weil wir sagen, wenn der Beamte längere Zeit im Bereitstellungsfahrzeug sich aufhält und darauf wartet, in den Einsatz zu kommen und es ist wirklich sehr warm, dann ist das einfach unangenehm und in dem Moment, wo er wirklich aktiv werden muss, muss er 100% bringen. Und die Problematik ist einfach, wenn er stundenlang in der Hitze in seinem eigenen Saft geschmoren hat, dann ist 100% ziemlich schwierig zu erreichen. Genau, es ist weit gefehlt mit der Leistung. Leider Gottes. Deswegen haben wir auch hier im Unterarmbereich die Möglichkeit, eine Öffnung für den Zugriff auch auf die Körperschutzausstattung vorzunehmen oder einfach nur für die Belüftung. Und dasselbe haben wir dann im Unterarmbereich. Was ich jetzt hier so mal vorhole, kann man sehen, dass die Belüftung komplett im Unterarmbereich rund läuft und man so auch sicherstellen kann, dass eine Belüftung stattfindet. Wie du es schon bereits erwähnt hast, hast du natürlich durch den umlaufenden Zipper die Möglichkeit, den Ärmel komplett umzuschlagen und mir einfach mit dem Anlegen meiner persönlichen Schutzausrüstung oder mit den Protektoren einfach wesentlich leichter zu tun, weil ich freien Zugang habe. Auf jeden Fall, das ist uns ganz wichtig gewesen. Die Problematik ist halt, Körperschutzausstattung drunter oder drüber, immer dann, wenn sie drunter getragen werden soll, ist halt schwierig, dass ich, wenn ich einmal meine Bekleidung drüber habe, nicht mehr drankomme und deswegen ist es umso wichtiger, dass sie dann optimal sitzt, weil ich nur schwierig wieder an meine Ausstattung im Nachhinein rankomme. Wir haben im Brustbereich 2 Taschen, die ausgelegt sind, um Funkgeräte aufzunehmen. Dazu haben wir hier eine Flappe, die geöffnet werden kann, so dass der Beamte jederzeit an dem Funkgerät auch noch Maßnahmen durchführen kann. Wir haben hier entweder die Möglichkeit, eine Antenne oder ein Mikrofon anzubringen und wir haben dann dahinter liegend, getrennt von der Funkgerätetasche, nochmal eine kleine Tasche, so dass der Beamte Kleinmaterialien dort positionieren kann. Viel größer sind die Taschen, die hier im unteren Bereich vorhanden sind. Die sind tatsächlich dafür ausgelegt, dass man auch mal die Hände drin wärmen kann. Deswegen sind die auch mit einem speziellen Futter versehen, so dass man sagen kann, die Hände können dort gewärmt werden, ohne dass man das Gefühl hat, nur die halbe Hand passt hinein. Der ganze Anzug ist in Kombination zu sehen. Das bedeutet, sowohl die Jacke als auch die Hose können im hinteren Bereich miteinander verbunden werden. Da ist es sehr wichtig gewesen für uns, dass wir mit dem Reißverschlusssystem, was wir hier angebracht haben, sicherstellen können, dass
der Anzug geschlossen ist, dadurch keine Fremdmaterialien im hinteren Bereich eingebracht werden können, aber dennoch über sowohl die Hose, die sehr stretchig ist, als auch hier in dem Rückenbereich extra mit Stretch ausgelegt ist, eine hohe Bewegungsfähigkeit und Möglichkeit gegeben ist. Der Beamte ist also somit in der Lage, sich wirklich sehr frei zu bewegen und all die Bewegungen, die er vornehmen muss, entsprechend auch durchführen zu können, ohne da irgendwo das Gefühl zu haben, es zwickt oder es zwackt. Dann sind wir ehrlich, es ist nur dann eine gute Bekleidung, wenn man sich wohlfühlt drin. Und es wird immer schwierig, wenn ich bei bestimmten Bewegungsabläufen eingeschränkt bin, weil ich die nicht vornehmen kann, weil meine Bekleidung das entsprechend nicht hergibt. Im hinteren Bereich haben wir den Velcro-Bereich, wo dann entsprechende Einheitsabzeichen bzw. auch die Aufschrift Polizei aufgebracht werden kann. Wir haben an den Ärmeln genauso wie an den Knien hier am Ellbogenbereich eine Verstärkung eingebracht, die sehr flexibel ist, die aber mit einer Keramik versehen ist, so dass sie hochabriebsfest ist, aber eben trotzdem noch weiterhin hochflexibel ist. Man hat also nicht das Gefühl, dass es eine bestimmte Steifigkeit in dem Bereich vorherrschend ist, sondern durch die Möglichkeit mit dieser Keramik hat man die Möglichkeit, sehr, sehr angenehm sich vollkommen autark zu bewegen. Und im Endeffekt muss ja nur die Abriebfestigkeit gewährleistet sein, weil der Schutz meiner Extremitäten ja praktisch durch die persönliche Schutzausrüstung bzw. die Protektoren stattfindet. Genau, und deswegen hat man auch keine weitere Möglichkeit, Protektoren einzubringen, weil entweder trage ich die Protektoren drüber oder drunter und deswegen habe ich genügend Körperschutz in dem Fall. Ja. Hier die Verbindung, die natürlich gelöst werden kann, wo man sagen kann, okay, wenn ich als Beamter das nicht möchte, dass Jacke und Hose miteinander verbunden sind, dann öffne ich den Reißverschluss, dann ist das gar kein Problem. Kommen wir zur Hose. Die Hose hat hinten, fangen wir gleich hinten an, hat hinten eine große breite Aufnahme für einen Gürtel. Die kann ich auch entsprechend einstellen, die Aufnahme auf die Breite meines Gürtels. Wir haben absichtlich wieder, wie auch bei unseren anderen Hosen, eine Möglichkeit geschaffen, um hier den Beamten zu unterstützen, wenn er längere Zeit den Gürtel trägt, dass dieser Gürtel nicht permanent hinten in seinem Rückenbereich drückt. Deswegen haben wir hier eine Polsterung geschaffen, die aber auch durch eine entsprechende Entlüftung dafür sorgt, dass das hier nicht anfängt zu schwitzen und der Beamte da ein Feuchtklima erzeugt. Wir haben diese Gürtelschlaufen umlaufend, immer flexibel, je nach Wunsch des Beamten, ob breiter Gürtel oder schmaler Gürtel, individuell einstellbar, so dass wir sagen können, auch jeder Beamte kann sich da drin wiederfinden und sagen, das passt oder passt nicht. Wir haben an den Seiten von der Jacke entsprechend auch die Möglichkeit, die Breite einzustellen, so dass man sagen kann, ich kann sie körpernah noch mal heranziehen oder wenn meine Körperschutzausstattung das Ganze in irgendeiner Form beeinflusst, dann kann ich das auch so anpassen, dass ich wirklich von ziemlich weit bis ganz nah die Jacke ranziehen kann. Natürlich auch abhängig von meinem Gürtel-Setup. Ganz klar, darum geht es ja. Jeder Beamte hat sein eigenes Setup und jeder Beamte muss im Grunde genommen das individuell auf sich abgestimmt führen. Wir kommen zur Hose. Die Hose ist im Grunde genommen so aufgebaut, dass ich im oberen Bereich keine Hosentaschen habe. Ich habe hier Oberschenkeltaschen und oftmals ist ja das Problem, gerade dann, wenn immer ein Oberschenkelholster eine Rolle spielt, dass die Beriemung von dem Oberschenkelholster es verhindert, dass ich irgendetwas in meine Oberschenkeltasche einbringen kann. Ich demonstriere das jetzt mal auf der anderen Seite. Wir haben uns gedacht, dass die Beriemung einfach hier durchgeführt werden kann und wir dann mit einem oder mit zwei Druckknöpfen dafür sorgen können, dass die Beriemung unter der Tasche langläuft, die Tasche weiterhin genutzt werden kann und wir die Velcro-Flächen dann dazu nutzen können, um die Tasche stabil zu halten. Wir sehen das einmal hier auf der anderen Seite. Da haben wir so ein Holster eingebracht und hier kann man deutlich erkennen, wie die Beriemung unter der Tasche langläuft.
Im unteren Bereich, im Kniebereich, haben wir wieder die gleiche Verstärkung wie im Grunde genommen auch im Ellbogenbereich mit dem gleichen Material. Auch auf der Innenseite der Unterschenkel haben wir die gleichen Materialien eingebracht, um sicherzustellen, dass ein Abrieb durch die Füße oder Ähnliches nicht stattfinden kann. Und somit haben wir sichergestellt, dass alle hochbeanspruchten Stellen im Grunde genommen keinen Abrieb haben. Und von Abrieb geschützt sind im Endeffekt. Ja. Darauf aufbauend haben wir unseren Nässeschutz. Der Nässeschutz ist ein Laminat-Nässeschutz. Beginnen wir oben an der Kapuze. Wir sehen hier, das ist ein deutlich anderes Material als der Nässeschutz an sich. Das ist deswegen so gewählt, weil das Material wesentlich weniger aufträgt. Denn wenn der Beamte den Kragen bzw. die Kapuze nicht benötigt, kann er die Kapuze hinten im Kragen einrollen. Wäre es aus dem gleichen Material, dann hätte er eine riesen Wulst im Nacken und könnte den Kopf nicht mehr nach oben nehmen. Und natürlich auch die Steifigkeit der Kapuze an sich, die im Prinzip auch verhindern kann, dass sich mein Sichtfeld, also der gute Sicht einschränkt und natürlich durch die Steifigkeit mich behindert. Ganz klar. Das ist auch für uns ein ganz wichtiges Thema gewesen, dass die Kapuze tatsächlich mit dem Kopf mitgeht. Deswegen haben wir mehrere Einstellungsmöglichkeiten gewählt. Wir haben also hier entsprechende Einstellmöglichkeiten gewählt, wo es darum geht, die Kapuze in diesem Bereich anzupassen. Wir haben eine weitere Einstellung im Nackenbereich, die dafür sorgt, dass die Kapuze in der Höhe verstellt werden kann. Und weil es halt unterschiedliche Varianten bei den Beamten gibt, die einen sagen, ich würde die Kapuze gern unter dem Helm tragen, dann wäre das diese Variante. Oder es gibt halt auch Beamte, die sagen, ich trage die Kapuze lieber über den Helm. Dann habe ich hier eine Möglichkeit, über einen Zipper eine Erweiterung durchzuführen, die dann dafür sorgt, dass ich hier nur noch mal das Volumina des Helmes aufnehmen kann und somit sicherstellen kann, dass ich die Kapuze über den Helm ziehen kann. Des Weiteren baut natürlich das Ganze aufeinander auf. Das bedeutet, wir haben die Ärmeltaschen an dem Anzug und hier haben wir dann Durchgrifftaschen auf die Ärmeltaschen in dem Anzug drin. Das ist genauso auch hier in diesem Bereich vorgesehen, dass wir hier im Grunde genommen auf die Brusttaschen, die Funkgerätetaschen zurückgreifen können. Das heißt, dass Brust- und Armtaschen keine Funktion an sich, also keine Taschenfunktion an sich haben, sondern reine Durchgreiffunktion. Genau. Da wir aber wissen, dass der Beamte Taschen benötigt, haben wir im Brustbereich, wenn ich hier diese Flappe einmal öffne, zum einen einmal die Möglichkeit, einen Kugelschreiber zu positionieren, weil wir einfach wissen, der Beamte muss einen Kugelschreiber mitführen und hat im Regelfall keine Möglichkeit, diesen Kugelschreiber irgendwo zu positionieren. Deswegen haben wir uns als kleines Gimmick einfallen lassen, dass hier eine Möglichkeit gegeben ist, damit der Beamte auch seinen Kugelschreiber positioniert weiß und der dann auch wieder an Ort und Stelle bleibt. Ohne natürlich den Nässeschutz öffnen zu müssen. Genau, das ist uns wichtig, weil wenn wir das jetzt im Einzelnen nochmal sehen, sehen wir, dass der Nässeschutz komplett geschlossen bleibt, wenn wir hier an unseren Kugelschreiber rankommen. Wir haben hier eine Regenablaufrinne, das bedeutet, der Regen, der hier reinkommt, eventuell oben, läuft hier entlang runter und läuft dann hier auch ab. Wenn wir diese Flappe jetzt hier wegnehmen, haben wir zwei große Napoleon-Taschen, wo wir auch sicherstellen können, dass der Einsatzbeamte seine entsprechenden Unterlagen und Papiere einbringen kann. Die Reißverschlüsse sind genauso wie der Hauptreißverschluss auch so ausgelegt, dass nur geringe Mengen an Wasser eindringen können. Und wir haben als zusätzliche Taschen nochmal hier in diesen Bereichen tiefe Taschen eingebracht, so dass der Beamte, auch wenn er die Einsatzbekleidung, den Nässeschutz trägt, seine Hände dort aufwärmen kann. Hier befinden sich auch gleichzeitig noch die Möglichkeit der Verstellung im vorderen Bereich, so dass wir sagen können, auch diese Ausrüstung kann ja beigeholt werden, so dass hier entsprechend
ein Abschluss zum Körper hin stattfindet. Diese Taschen haben aber keine Durchgreiffunktion. Nein. Da habe ich hier eine zweite Reihe, die Tasche, also die Nässe-Schutztasche separiert, um an die zu kommen. Genau, Nicht. nein, das gibt es nicht. Hier haben wir tatsächlich gesagt, hier ist es wichtig, dass der Beamte Möglichkeit hat, einfach auch seine Hände zu wärmen. In dem Bereich, die Durchgrifftaschen haben wir im Brustbereich und in den Ärmelbereichen. Das ist in dem Fall die einzige Möglichkeit, um darauf zurückzugreifen. Wir haben bei der Hose große Oberschenkeltaschen. Wir haben bei der Jacke auf der Seite von den Ellbogen ein verstärktes Material, aber es halt in dem Fall nicht mit Keramik belegt ist, sondern aus einem anderen Hochwertmaterial ist, was dafür sorgt, dass hier eine Abriebfestigkeit gegeben ist. Wir haben hier, gerade weil wir uns wenn darüber... anfasst, man merkt auch, dass auch hier der Fokus eher auf der Rutschfestigkeit. Genau. Also wenn ich mich irgendwo abstütze, gerade in Verbindung mit Nässeschutz. Nässeschutz bedeutet natürlich, dass ich von der Lage ausgehen muss, dass es Regen gibt. Und dementsprechend sind natürlich auch Untergründe wie das Einsatzfahrzeug oder dergleichen dann auch mal schnell rutschig. Und auf jeden Fall eine sehr cool gelöste Applikation hier im Ärmelbereich. Genau das ist der Gedanke, Max. Dann haben wir hier an der Seite die Möglichkeit, eine Waffe durchzuführen. Wir können also die Seite öffnen, könnten hier das Holster draus bringen, die Waffe rausbringen, können hier über diesen Verschluss wieder einen Verschluss der Jacke sicherstellen, können dann mit dem Reißverschluss runtergehen und haben dann halt die Möglichkeit, dass es nicht weiter in den Bereich einregnet, sondern dass nur die Waffe, wenn sie dann als Zeitwaffe geführt wird, entsprechend erreichbar ist. Ansonsten haben wir hier die Möglichkeit, mit dem Reißverschluss einmal komplett an dem ganzen Unterarm durchzugehen, um einmal die Belüftung sicherzustellen und auf der anderen Seite auch sicherzustellen, dass der Beamte jederzeit an seine Ausrüstung bzw. an seine Körperschutzausstattung kommen kann. Das ist auch dementsprechend eine Erleichterung beim Ablegen der Schutz bzw. der Oberlage. Also das hilft immens. Gerade wenn es schnell gehen muss, zippe ich auf an der Seite und habe dann nochmal zusätzlich die Funktion leichter. Da sind wir genau beim richtigen Thema. Wenn es schnell gehen muss, zippe ich auf. Das ist nämlich bei der Hose gegeben. Ich habe hier bei der Hose einen entsprechenden G-Hock, der dafür sorgt, dass die Weite eingestellt werden kann, fixiert werden kann. Öffne ich diesen und packe hier den Klett weg, kann ich im Grunde genommen die Hose bis unten hin öffnen und kann somit sicherstellen, dass der Beamte sehr schnell aus seiner Bekleidung herauskommen kann. Und natürlich auch trotz angelegter Nässeschutzkleidung kann ich natürlich mich ventilieren. Das heißt, ich kann für eine Hinterlüftung sorgen in einer regenfreien oder einer nässefreien Phase. Genau das ist der Punkt dabei. Wir haben dann weiter unten hier noch die Möglichkeit, durch 2 Klett die Einstellung vorzunehmen in der Breite der Wade, so dass wir sagen können, die Hose ist nicht zu bulky geschnitten, sondern kann körpernah angepasst werden, dass beim Laufen nicht hin und her schlackert, sondern so, dass man sicherstellen kann, dass die Ausrüstung, die drunter getragen wird, auch an der Position bleibt. Und natürlich auch entsprechend, wer das kennt von normalen Nässeschutzhosen aus Gore-Tex oder Cordura oder dem vergleichbaren Materialien, wenn man relativ weite Beine hat, die reiben aneinander, das gibt dieses typische Geräusch, das kann ich natürlich damit auch gut reduzieren. Geräusch ist auch ein Thema. Hier dieses Material ist sehr geräuscharm. Also wenn man das sich anhört, es ist nicht so wie althergebrachter Nässeschutz, der wirklich ja eine bestimmte Geräuschakustik hat, sondern wir haben hier Wert darauf gelegt, dass die Geräuschakustik absolut minimiert wird auf das Geringste, was man momentan auf den Markt bringen kann, um dafür zu sorgen, dass der Beamte nicht schon dadurch auffällt, dass er sich einfach nur bewegt. Quick, 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 quick. Genau dieses meine ich damit. Ja, das ist das, was wir 2025 uns ausgedacht haben, wo wir gesagt haben, hoffentlich ist das eine Bereicherung für jeden Einsatzbeamten, der unter schwierigen Bedingungen seinen Dienst für uns alle versieht. Und wir hoffen, dass unsere Ausrüstung genauso Anklang findet wie die wir im letzten Jahr schon mal vorgestellt haben. Definitiv sehr, sehr gute, innovative und durchdachte Produkte hier von der Firma Schöffel. Also ihr habt es gesehen, hier
jagt eine Innovation bzw. ein praktisches Feature das nächste. Ich bedanke mich bei der mehr als ausgiebigen Präsentation Gerne, bei Max, dir, wie Peter. immer. Und es gibt niemanden, der mehr über das Produkt erzählen könnte als du. Falls es Fragen zu den von uns gezeigten Produkten hier am Schöffeltech-Stand gibt, dann schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare. Wir versuchen auf jeden Fall, die gut möglichst in Absprache mit dem Hersteller zu beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal Enforce-Tech TV und drückt auf jeden Fall die Glocke für die neuesten Videos der Enforce-Tech 2025 und natürlich der kommenden Enforce-Tech Messen hier in Nürnberg. Das war's von uns. Wir sind raus. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao, ciao.